Hallo und herzlich willkommen bei Epic. Heute unser erstes Review über Kelty Tactical Rucksäcke. Wir haben hier den Redwing 30, den Redwing 44 und nebenan liegt noch der Redwing 50. Die werden wir euch heute mal im Detail vorstellen, aber zuerst zeige ich euch kurz die Spezifikationen der Rucksäcke. Die Redwing-Rucksäcke von Kelty sind so aufgebaut, dass sie eher nicht auffallen, also einen weniger taktischen Eindruck hinterlassen. Wir haben an den Seiten keinen Mollebereich, wir haben auch keine sonstigen Elemente, die irgendwie groß taktisch wirken, es sei denn hier, man bezeichnet den Klett oben als taktisch. Auf der Unterseite haben wir ein paar Schlaufen, das findet man aber auch auf zivilen Rucksäcken. Die taktischen Elemente sind eher im Inneren zu finden. Ansonsten ist der Aufbau bei allen drei Rucksäcken auf der Front gleich. Hier habe ich jetzt den 30er und den 44er mal nebeneinander, da sieht man das auch ganz schön. Wir haben hier frontseitig eine Schlaufe, eine Molle-Schlaufe, einen Haltegriff, nochmal zwei Schlaufen und hier unten die Füße für Stative, Eisschäkel oder für Wanderstöcke. Die Fronttasche selbst lässt sich über zwei Zipper öffnen. Da habe ich hier oben einen Bereich mit Vlies, in dem man Sonnenbrillen oder sonstige empfindliche Gegenstände unterbringen kann. Hier passt auch ein Klett drauf. Machen wir mal hier drüben auf, da sieht man das ein bisschen besser. Dann haben wir hier einen Schlüsselhalter, Karabiner, 3 Einschübe für Stifte, Knicklichter und so weiter. Ein großes Einschubfach hier, dann an der Seite ein kleineres Einschubfach und vorne dran noch eine Mesh-Tasche. Die Seiten des Kelty Redwing 30 sind komplett plan. Da hat man nur die Kompressionsriemen oben und unten. Im unteren Bereich des Rucksacks findet sich eine elastische Tasche für Trinkflaschen oder ähnliche Gegenstände. Eine Ablauföse ist auch vorhanden, wird hier mit einem Zugband reguliert. Der 44er und der 50er haben jeweils an der Seite eine Außentasche, darüber und darunter ist dann der Kompressionsriemen und wieder dieselbe Trinkflaschentasche. Das Besondere bei den Außentaschen, bei den beiden größeren Rucksäcken ist, dass die untertunnelt ist. Das heißt, ich kann hier durchgängige Gegenstände durchschieben. Das nutzen wir zum Beispiel extrem gerne für unsere Stative, wenn wir den Rucksack als Fotorucksack einsetzen. Auch das Deckelfach ist gleich bei allen drei Rucksäcken. Auf der Frontseite haben wir einen Klettbereich für Patches. Lässt sich von der Hinterseite öffnen. Und da haben wir Platz für eine kleine Regenjacke, was zu essen, kleinere Utensilien halt, die passen da wunderbar rein. Die Tragegurte sind anatomisch geformt, dick gepolstert, verfügen über einen Brustgurt und einen Beckengurt. Bei dem 44er und 50er haben wir einen extrem festen Beckengurt, der auch wirklich die Last überträgt. Was hier besonders hervorzuheben ist, ist, dass man den Gurt festzieht, indem man die Straps nach vorne zieht, das sogenannte Pull-Forward-Design. Das macht es unglaublich einfach, dann den Beckengurt richtig festzuziehen und zu justieren. Der 30 Liter Rucksack hat zur Stabilisierung nur ein innenliegendes Framesheet aus Plastik, also der ist relativ weich. Und auch der Beckengurt ist auch ziemlich leicht und flapsig ausgeführt. Das hat aber auch den Grund, dass man beim 30 Liter Rucksack nicht unbedingt einen Beckengurt braucht und den Vorteil, dass wenn ich ihn nicht haben will, ihn hier hinter dem Kissen verstecken kann. Kann ich ihn hier reinpacken und dann ist der aus dem Weg und stört nicht. Also ich trage einen 30 Liter Rucksack prinzipiell ohne Beckengurt und
Da kommt mir dieses Feature hier sehr entgegen. Und wenn ich ihn doch mal brauchen sollte, ist er auf jeden Fall da und nicht ab. Zeigen wir gerade mal hier am 50 Liter. Der und der 44er haben eine Aluminiumstrebe in der Mitte, die hier die Last noch überträgt, zusätzlich zum Plastik-Framesheet auf der Innenseite, und der Beckengurt ist komplett herausnehmbar. Wenn man den Beckengurt herausnimmt, hat man allerdings das Problem, dass die Strebe keine Führung mehr hat auf der Unterseite. Das heißt, da müsste man sich noch irgendwie einen Schuh oder sowas bauen, wenn man die Alustrebe nutzen will und nicht den Beckengurt. Ansonsten kann man den auch hier hinten dran packen. Der passt natürlich nicht ganz so schön da rein wie der schmale vom 30er, aber es ist auf jeden Fall machbar, dass man ihn auch so tragen kann. Um an das Hauptfach zu kommen, muss ich die Kompressionsriemen lösen. Dann habe ich einen umlaufenden Reißverschluss, der den Rucksack fast zur Gänze öffnet. Dann haben wir hier im Inneren keine weitere Unterteilung, also keine Innentaschen, außer hier dieses Sleeve für Laptops oder für Trinkblasen. Dafür ist allerdings keine Aufhängung da. Man hat hier wirklich nur diesen Strap, der die Tasche verschließt. Da könnte man eine Trinkblase dranhängen, das würde funktionieren, aber optimal ist es nicht. Hinten dran befindet sich dann noch das Fach für das Framesheet. Das hier ist aus Kunststoff, relativ dünn. Ist bei allen 3 Rucksäcken auch identisch, außer natürlich von der Größe. Ist hier nur zur Formstabilisierung, weil die Lastenübertragung wird ja durch die Alustrebe gewährleistet. Ich zeige euch jetzt mal, wie man mit relativ einfachen Mitteln den Rucksack noch besser nutzen und ausbauen kann. Aber zuerst schauen wir mal, was wir hier für Laptop-Größen unterbringen. Ich habe jetzt hier ein 17 Zoll Notebook. Das sieht man, das kriegt man zwar ein Stück weit rein in den 44er, aber weiter auch nicht. Bedeutet also im Klartext, der 30 Liter Rucksack frisst kein 17 Zoll Notebook, der 44er auch nicht, aber in den 50ern passt es. Das habe ich auch schon probiert und nutze es auch selbst, weil das unser Fotorucksack ist, wie gesagt, der 50 Liter. Und da ist auch das 17 Zoll Notebook immer mit dabei und hinten drin. Ich habe jetzt hier mal unseren Fotorucksack, der bestückt ist. Da haben wir hier auf der Innenseite 2 LPX-Taschen. Auch die Seiten sind hier mit LPX-Taschen versehen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie hat er das gemacht? An der Seite war ja gar kein Klett. Das ist ganz einfach. Ihr bestellt euch bei Extremtextil ein Framesheet aus Kunststoff, klebt da ein bisschen Klett drauf und schon könnt ihr hier, wie jetzt hier zu sehen, Magazine oder die LPX-Inserts oder sonst irgendwas reinmachen. Und dann müsst ihr einfach nur hergehen und am Rucksack hier an dieser Naht ein Hakenklett anbringen. Und dann könnt ihr ohne große Probleme da diese Sheets einsetzen, die da mit dem Hakenklett befestigen. Und der zweite Vorteil, der sich neben der höheren Modularität noch ergibt, ist, dass der Rucksack an sich formstabil ist und nicht so in sich zusammenfällt. Was habe ich noch gemacht? Ich habe hier den Deckel als Tasche noch genutzt. Hier sieht man das. Da sind die Druckknöpfe, sind aus Plastik, rosten nicht. Da kann man dann hier solche Taschen ganz simpel einhängen und schon hat man auch wirklich den Rucksack auf der Seite noch mit Taschen versehen. Damit sind wir am Ende der Vorstellung der Rucksäcke der Red Wing Serie von Kelty Tactical. Sie gefallen uns extrem gut, weil sie sehr leicht sind, weil sie die Lastenübertragung gut regeln. Gerade hier der 50 Liter Rucksack ist als Fotorucksack perfekt durch die Innenorganisation und die, wie schon erwähnt, die Lastenübertragung. Sie sind relativ preiswert, wenn man sie mit anderen Herstellern vergleicht, die Rucksäcke in derselben Kategorie bieten. Und ihr bekommt sie in dem Farbton hier, in diesem Braun. Dann haben wir Schwarz, Blau und Grau bei S4 Supplies. Den Link blende ich euch gleich ein. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, schaut auf unserem Blog vorbei und liked uns auf Facebook. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.